Es haben mich doch tatsächlich einige gefragt, ob ich nicht mal ein Video über Dana, über Freigebigkeit drehen könnte. Und tatsächlich haben wir darüber noch nie so in so einem kleinen Videotalk gesprochen. Denn das, was wir Dana nennen, Dana, dieses freigebige, großzügige, schenkende Sein, so, das ist mehr als nur irgendwo die Kassen klingeln zu lassen. Das ist darum geht es jetzt auch wirklich nicht, sondern es geht um diese Dana als Lebenshaltung. Und es gibt, also ihr wisst vielleicht, es ist die erste befreiende Qualität, Paramita, es ist die am einfachsten zu praktizieren ist, weil man punktuell freigebig sein kann und nicht so lange geduldig sein muss, wie zum Beispiel bei diesem zweiten Paramita und so, ja, also beim dritten. Jedenfalls, Freigebigkeit kann man immer wieder leben. Und dann ist eine Situation abgeschlossen und dann kann es auch mal was anderes sein, dann kommt wieder was. Jetzt ist es so, wenn ich über Dana spreche, spreche ich über ein Lebensgefühl. Und das Erste, was mir dazu einfällt, und das liegt mir ganz am Herzen, das zu sagen, man fühlt sich gar nicht freigebig. Das Gefühl ist, beschenkt zu werden. Die ganze Zeit beschenkt zu werden, dass die Welt uns beschenkt. Sie beschenkt uns mit allem, was wir brauchen. Menschen schenken uns ihre Aufmerksamkeit, ihre Liebe. Es kommt so viel, erstmal Freigebigkeit beginnt also für mich mit Dankbarkeit und wow, und sagen, wow, was ist das für ein Leben, wie beschenkt bin ich doch, so leben zu dürfen und dem Dharma begegnet zu sein und, wofür gesund, einigermaßen gesund oder in der Krankheit gute Freunde zu haben oder selbst in der Krankheit ohne gute Freunde zu wissen, wie ich mit meinem Geist umgehen kann und. Also es gibt immer, es ist so ein grundlegendes Gefühl von Dankbarkeit, dass eigentlich das, was wir dann Dana nennen, dieses Geben von entweder materieller Unterstützung oder emotionaler Hilfe oder von ein bisschen etwas aus unserer Erfahrung und das, was wir Dharma nennen, aber so das, was anderen hilft, auch entspannter unterwegs zu sein oder glücklicher zu werden. Dieses Geben auf den verschiedenen Ebenen, das ist eigentlich nur Resonanz. Das ist die Resonanz aus einem Gefühl heraus, wow, ja, klar, wir sind alle voneinander abhängig und die Welt beschenkt mich und ich möchte gerne was zurückgeben, ich möchte gerne teilhaben an diesem Kreislauf und ich möchte natürlich das Beste geben in diesem Kreislauf, was irgendwie möglich ist und deswegen überlege ich mir immer gut, was ich in die Welt hinausgebe und so ist Dana eigentlich eine Haltung, mit jedem Wort ein kleines Geschenk an die Welt zu machen. Wenn man dann könnte, die Gedanken auch, mit den Gedanken die Welt zu beschenken, aber natürlich mit den körperlichen Handlungen und mit unserem Sein, an welche Orte wir gehen, wie respektvoll wir sind. Das alles ist Dana, wie wir einander in die Augen blicken, das alles. Also Dana, Freigebigkeit, ist eigentlich so ein Geschenk von sich selbst in unsere Mitwelt hinein, in unsere Umwelt, alles, was uns umgibt, aber aus dem Gefühl heraus sowieso, dass diese Welt sich ja fantastisch um mich gekümmert hat bis jetzt und wir diesen Kreislauf unterstützen wollen. Jetzt haben wir vielleicht manchmal das Gefühl, die Welt hat sich gar nicht so fantastisch um mich gekümmert. Dann machen wir halt den ersten Schritt. Das ist halt so. Wenn wir das Gefühl haben, nee, das läuft überhaupt nicht gut, dann werde ich nicht warten, dass die Welt besser wird, sondern ich sage, ja, und weil sie nicht so gut ist, bringe ich jetzt etwas Besonderes in die Welt hinein. Etwas von meiner Energie, von meiner Freude, von meiner Kraft. Ich gestalte ein bisschen, ich helfe irgendwo mit im Garten, ich helfe
was weiß ich, beim Einräumen der Spülmaschine mit, was auch immer gerade so sich anbietet. Ich mache ein kleines Geschenk von meiner Zeit, von meiner Kraft, von meiner Aufmerksamkeit. Und bin froh, das schon mal getan zu haben. Also ein Tag, an dem ich schon mal das Gefühl hatte, geben zu dürfen, ist schon mal was Gutes passiert. Und das ist eine Haltung, da werden wir merken, dass wir beim Geben, und das ist dann wieder, wie ich angefangen habe, wir sind beim Geben die am meisten beschenken. Das ist ich glaube, da gibt es sogar ein Sprichwort, aber tatsächlich ist dieses Gefühl, geschenkt zu haben, etwas gegeben zu haben, wenn es von Herzen kam. Ich spreche darüber etwas, was wir nicht nur aus dem Verstand herausgeben, sondern was so wir von Herzen geben, und wir geben in Fülle und wir geben nicht zu knapp und es soll auch nichts unbedingt zurückkommen. Das kann uns, also gestern war so eine Situation, wo ich jemandem vorgestern war eine Situation, wo ich jemandem was gegeben habe, ganz überraschend. Der Mensch, der das bekommen hat, das ist vielleicht untergegangen in seinem Leben. Da war ein Moment so, aber dieser Moment, wo ich spontan freigebig war und etwas mehr als meine normale Zurückhaltung, das so normalerweise geschehen lässt, das wirkt in mir noch nach als Geschenk. Und das ist doch das Schöne. Also beschenken wir uns doch selbst, indem wir anderen teilhaben lassen an dem Geschenk unseres Seins. Und damit beginnt Dana sozusagen die spirituelle Kreislaufwirtschaft. Wisst ihr, es geht einfach immer weiter. Wir geben und es wird gegeben und wir empfangen, wir lernen zu empfangen, genauso wie wir geben. Und wer von Herzen gibt, hat auch gar keine Skrupel zu empfangen, weil das ist ja sowas von natürlich. Damit wir teilen können, damit wir uns mitteilen können, damit wir materiellen Überfluss teilen können, damit wir unsere Aufmerksamkeit, unser Ohr jemandem leihen können und teilen können. Dazu braucht es ja immer Empfänger. Also die Empfangenden sind auf eine Art, die tun uns einen großen Gefallen. Es ist einfach großartig, dass es Menschen gibt, die empfangen, denen es eine Freude ist, etwas entgegenzunehmen und die vermutlich dann eines Tages oder sogar jetzt schon diesen Kreislauf dann fortsetzen. Also eigentlich sich zu entschließen, ein Leben in Dana zu leben, also zu sagen, Freigebigkeit, das weiß ich, wie es geht, das mache ich. Ich lebe Freigebigkeit, ich sage euch, Glück und Freude und alles andere sind im Schlepptau. Das wird ein glückliches Leben. Ein Leben, das, ja, so wie Gene Rinpoche uns sagte, ein Leben, wo man sogar, wenn man nichts anderes zu geben hat, man schenkt ein Mantra. Er hat immer gesagt, schenkt Om Mani Padme Hum, schenkt der Welt einen guten Gedanken, schenkt eine Herzensbewegung. Und das können wir auch, falls das eure Situation ist, falls ihr, ich denke jetzt gerade an einen guten Bekannten aus früheren Jahren, auch wenn ihr völlig gelähmt im Bett liegt und es nur noch möglich ist, über Gedankenbewegung etwas zur Welt beizutragen, weil ihr nicht mehr sprechen könnt. Selbst dann ist dieser Lichtstrahl oder dieses Lichtfeld, was von euch ausgeht, das ist Dana. Das ist das Geschenk an die Welt. Und es kommt zurück. Es gibt nichts in dieser Welt, was verloren geht. Deswegen, Dana ist eine Energie der Freigebigkeit und öffnet andere Herzen, berührt andere, hilft ihnen. Und das geht weiter in dieser Welt. Deswegen lasst uns genau das